Auf geht's. Marina macht noch die Bugleine los und dann sind wir startbereit. 10:08 Uhr, es geht nach Ossenzeil. Der Wind drückt uns automatisch vom Steg. Das ist super. Dann können wir einfach rückwärts hier raus. Wir verlassen heute unseren schönen Liegeplatz hier in Sloten. Bei fast null Wind kann man hier ganz gemütlich rausfahren. Dann macht es mal gut, ne? Gute Fahrt, gut. Euch eine weitere schöne Reise. Ja, euch auch. Nach Enkhuizen. Bleibt so wie ihr seid, nicht verändern, so sympathisch bleiben. Das machen wir. Und dann treffen wir uns in Köln, Karneval oder ob dem Boot in Düsseldorf. Ob der Boot in Düsseldorf ist eine Option. Und immer schön zum FC Köln halten, ne? RB Leipzig leider. Ja, okay, verstehe. Tschö. Gute Fahrt. Jürgen dreht jetzt hier noch im Hafenbecken. Ja. Und ab geht die wilde Fahrt zu unserem nächsten Ziel. Et Klärchen versucht rauszukommen, aber schafft es nicht. Da ist der Meldesteiger. Ja, großer Aufbruch hier. Die Brücke war gerade auf und jetzt sind wir hier im Konvoi. Wir mussten uns am Ende einfädeln und haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe. Wir fahren nicht den gleichen Weg zurück. Wir fahren jetzt hier Backbord weiter. Wir sind von Steuerbord gekommen. Und fahren dann Richtung Echtenerbrück, Falkemeer. Das Brandemeer ist auch nicht sehr tief, deshalb halten wir uns da auch an die Fahrrinne. Zum Glück gibt es kein Duftvideo, wurde reichlich gedüngt. Jetzt kreuzen wir gleich eine Fähre. Da hinten kann man sehen, wie der Traktor die Gülle verteilt auf die Felder. Deswegen stinkt das hier so ganz furchtbar. Der möchte das nicht riechen. Und der Storch steht daneben und denkt sich, oh, vielleicht fällt ja hier was noch für mich ab. Oh. So, jetzt sind wir auf den Brücken und wir kreuzen jetzt den PMK. Allerdings müssen wir jetzt noch einen kleinen Haken schlagen. So eine scharfe S-Kurve. In die Richtung geht es wieder nach Lemmer. Vor 21 Jahren haben wir mal hier auf dieser Insel gelegen. Mit der ganzen Familie, sogar aus Berlin war Besuch da und haben dann mit unserem B-Liner damals schöne Fahrten gemacht. Ja, auch hier muss man Vorfahrt beachten. Das ist der Princess Margaret Kanal. In die Richtung kommt man Richtung Snake. Und unsere Fahrt geht in diese Richtung weiter. Jetzt sind wir an der Vorlegerbrücke. Auf der geraden Fahrt haben wir gesehen, dass die Brücke mehrmals geöffnet hat, auch für einzelne Boote. Daher denke ich, geht das schnell. Oh, hier riecht es immer noch so lecker. Nach Landwirtschaft und Düngen. Wir haben Rot-Grün und sie ist schon fast ganz oben, die Brücke, sodass wir gleich durchfahren können. Und das erste Boot fährt direkt los und Frank hinterher. Es ist ein Schweizer, der erste. Die rechte Hand ist ein kleiner Hafen, kleiner Privathafen. Und wir hoffen mal, dass auf unserer ganzen Fahrt das alles so reibungslos geht, wie hier jetzt gerade eben. Wir sind durch. Von der Seite zeigt die Brücke noch mal grün, sodass Sie auch noch durchfahren können. Wir fahren jetzt gerade vorbei an der Lieblingsinsel aller Charterer, der Jacqueline. Und ich glaube, da hinten steht eine Atlantik oder eine Brom drin. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal, da irgendwann anzuhalten. Wir sind jetzt hier auf dem Teugemeer. Die Fahrrinne ist ja relativ schmal und es kommen hier ja auch immer einige Charterboote entgegen und auch Eignerboote natürlich. Ein beliebtes Fahrwasser hier. Es geht nach Echtenerbrück rein. Hier werden wir gleich die nächsten 3 Euro los. Hier ist unwahrscheinlich viel gebaut worden. Hier in Echtenerbruck werden viele Boote verschartert. Hier ist auch unsere Jacqueline zu Hause, hat mit ihrem Wohnwagen vorne stehen. Und wir brauchen jetzt auch wieder Brückengeld. Hier stehen Boote, Wahnsinn. Da hinten alles brechend voll. Ach, da hinten winken welche und pfeifen nach uns. Hübsche Chaletchen, schöne Häuser.
Echtener Brück. Haben wir auch vor vielen Jahren mal angehalten. Hier ist auch ein Wassersportwinkel. Da wird ein Boot geschrubbt. Hier wird alles getan für Boote, Tankstelle, Werft, Bootsverleih. HVO 7 gibt es da. Das ist Diesel mit 7% HVO. Enthält kein Biodiesel, daher doch gegen Dieselpest ganz sinnvoll. Das wird allgemein jetzt umgestellt, sodass man auch besseren Diesel überall tanken kann. Es sind halt immer noch 93% Diesel, das ist kein reines HVO. Ja, jetzt muss ich warten, dann kommt gleich der Kloschen oder Holzschuh auf Deutsch, wo ich dann die 3 Euro wieder reinschmeißen werde. Ja, im Restaurant an der Brücke kann man auch schön sitzen. Und kann dann halt beobachten, wie die Bötchen hier durchfahren. Guten Mittag! Guten Morgen. Da waren wir wohl eine halbe Stunde zu früh für den guten Mittag. Schönen Tag. Ja. Und schon sind wir durch. Auch hier kann man essen gehen, schön draußen sitzen. Hier ist eine große Krananlage. Fürs Winterlager werden hier die Boote rausgeholt. Und wir haben erfahren, dass hier in Echtener Brück eine neue Halle gebaut wird, und wo man nächstes Jahr eventuell, wenn man das möchte, auch wieder liegen kann. Ja, die sind gerade am Reinigen. Hier kann man auch schöne kleine Boote mieten. Und alles wird hier geputzt. Fleißig wird hier geputzt. Das sind Charterboote, die sauber gemacht werden und hergerichtet für den nächsten Kunden. Wenn man nicht so viel Geld ausgeben will und nicht so viel Platz braucht. Und hier hinter stehen dann die größeren. Also die haben noch reichlich Kapazität. Ist ja auch Hochsaison vorbei. Alles wird geputzt hier. Für uns wäre das Montag heute eine Alternative anzuhalten, weil hier ist ein Restaurant auf. Wir wollen aber nach Ossenzeil, da gibt es nichts und deshalb grillen wir heute. Wenn wir hier blieben, wäre die Fahrt morgen nach Gietorn dann doch eine ordentliche Strecke und das wollen wir nicht. Hier sind auch wieder viele schöne neue Häuser gebaut worden, schön am Wasser gelegen. Wir fahren jetzt Backbord weiter. In die Richtung geht auch die Torfroute. In dem Hafen da hinten haben wir auch vor vielen Jahren schon mal gelegen. Und es ist auch ein Charterbetrieb da hinten. Und hier vorne an haben die wieder schöne kleine Chaletchen, ihre Ferienhäuschen. Das ist schön hier in Holland. Das ist die Torfroute, in diese Richtung. Da geht es Richtung Herrenwehen auch. Und jetzt wieder hart Steuerbord. Und dann geht es ein ganzes Stück geradeaus. Und ich hoffe, dass hier nicht so viele Angler heute sind, weil die haben so lange Routen, die gehen bis halb in den Kanal rein und dann bleibt bei Gegenverkehr kaum Platz für uns. Und es kommen einige Boote uns entgegen. Ja, da gibt es überall so kleine Stege, wo die Angler sitzen. Aber es ist schon ziemlich zugewachsen teilweise, auch zwischen den Bäumen. Aber hier ist gerade einer. Da muss der Angler halt seine Leine reinholen. Ich bin noch überrascht, wie viel hier los ist auf dem Kanal. Wenn man einen großen Segler mit vielen Leuten gerade überholt und dann kommen die schon wieder dicker rein entgegen. Hier sind die Angler. Es ist alles ganz eng hier. Wir müssen der Berufsschifffahrt auch ausweichen. Aber dadurch, dass die Angler da sitzen, müssen wir halt auch gucken, dass wir mittig fahren. Der war jetzt so eine Stelle, so ein Dicker hier und auf der anderen Seite Angler. Nicht so einfach. Jetzt kommen wir zur Oldelahmer Brücke und es riecht schon sehr gut hier unten. Gleich gibt es auch die Pizza von gestern Abend, aber erst nach der Brücke. Da ist sie auch schon und gleichzeitig müssen wir jetzt gucken, was mit der Brücke ist. Jetzt hier dreht die gerade auf.
Auch hier kann man wieder am Rand schön liegen. Wir haben direkt grün bekommen und können gleich durch. Der Segler ist von der anderen Seite zuerst gefahren und Das ist wieder perfekt. Besser geht's nicht. Also gar nicht anhalten, gleich durchfahren. Hier unten in Friesland ist das super. ja, von 9 bis 19 Uhr wird die Brücke bedient. Und hier wird ein bisschen rumgewerkelt. Auch ein Kaffee. Durch die Brücke sind wir durch und jetzt geht es erstmal wieder ein Stück geradeaus, dann einmal links, einmal rechts und dann nochmal geradeaus, Brücke und dann die Schleuse. Und die Brücke wird wieder zurückgedreht. Jetzt sind wir hier an einer kleinen Abzweigung, wo diese kleine Windmühle steht und ein hübsches Häuschen. Bed and Breakfast. Ah, hier Bed and Breakfast, die haben das neu gemacht. Die Links-Rechts-Kombination haben wir geschafft und jetzt geht es schnurstracks auf die Schleuse zu. Wir haben jetzt nur noch eine Brücke, die uns auffällt und die sehen wir auch schon und dann sind wir gleich da. Ja, Brücke, Schleuse. Und dann fahren wir nur noch ein kleines Stück und sind dann in Ossenzeil. Jo, an der nächsten Brücke hat der entgegenkommende Rot-Grün und deshalb haben wir ja noch Rot. Und wir müssen warten, bis der durch ist und dann kriegen wir gleich von Rot auf Grün. Wenn wir diese Brücke passiert haben, haben wir dann noch eine Schleuse und dann haben wir unser Ziel dann fast erreicht. Claudia macht alle Fender wieder raus, Vorsichtsmaßnahmen und wir haben Grün. Von der anderen Seite ist das Boot schon durch. Das hat heute wieder gut geklappt. Wir haben nirgendwo Wartezeiten gehabt. Das ist immer das Schöne hier in Friesland. Frank ist schon fast durch und wir auch. Auf zur Schleuse. Auch hier ist die Fahrt wieder durch grüne Landschaften sehr idyllisch. Und rechts und links sind die Milka-Kühe. Ja, und Schoko, die braunen. Und die braunen. Schokolade. Genau. Das Restaurant hat Montag auch zu, daher fällt der Stopp hier für uns auch aus. Man fährt jetzt schön um die Kurve und dann ist es spannend, ob die Schleuse auf ist oder nicht. So, ich habe jetzt unsere Fender alle parat gemacht. Wir haben noch Rot an der Schleuse. Für Jürgen habe ich auch alles vorbereitet. Ob rechts oder links, ich werde es erfahren. Aber erstmal müssen wir sowieso, glaube ich, am Meldesteiger festmachen. Ich hatte die Schleuse kurz angefunkt, keine Antwort bekommen, aber man sieht, die Schleusentore sind zu und die Schleuse wird in unsere Richtung vorbereitet. Hier ist der Hafen an der Dreiwegeschleuse mit auch Stellplätze für Wohnmobile. Da ist das Restaurant und jetzt gehe ich auf die andere Seite, weil wir müssen am Meldesteiger anlegen. Oder auch nicht, weil es wird schon rot-grün. Das ist natürlich klasse. In der Schleuse da werden sie alle auf der gleichen Seite anlegen wollen. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir das machen. Deshalb, wir sind die Letzten und müssen sehen, was übrig bleibt. Das Tor geht ja auch schon auf. Ja, für uns wird die andere Seite übrig bleiben. Vielleicht geht der Kleine ja auf die andere Seite. Vielleicht haben wir ja Glück. Sieht ganz so aus. Ja. Frank, was hast du getrunken heute? Du feierst, das ist irre. Ja, aber teilweise hatte ich nur auf dem Tiefenmesser 0,8 oder so, ne, und dann bin ich in die Mitte gegangen. Das stimmt, es war am Rand schon ziemlich flach stellenweise. Ne? Geht los! Wenn man hier drum fährt, da vorne reinfährt, kommt man zu dem Hafen. Und da haben wir auch schon gelegen, ist sehr schön, kann man da liegen, hat Strom, ist direkt ein Restaurant dran. Und demnächst ist der Piet dann auch nicht mehr weit, weil der hier in der Nähe irgendwo sich seinen Bauernhof gekauft hat. Wir wissen bloß noch nicht wo. Jetzt sind wir auf unserer letzten Etappe. Ich hatte die Schleuse angefunkt, bevor die uns sehen konnte. Und das war auch gut so, denn es war niemand in der Schleuse und die hat die für unsere Richtung vorbereitet. Ja, so ein Funk ist schon was ganz Wichtiges. Ne? Wenn man ein Funkzeugnis hat und dann sich mit Funk meldet, dann kommt man auch schnell dran. Die letzte Kurve
Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Brücke in Ossenseil. Aber wir wollen heute mal nicht nach der Kluft, sondern in den Stadthafen. Der liegt ja noch vor der Brücke auf der rechten Seite. Da wo Frion Yachts ist, davor geht's rein. Das ist ja unser neues Winterlager bei Brion. Wir könnten eigentlich gleich hier bleiben. Ist noch ein bisschen zu früh. Wir nähern uns unserem Ziel. Da hinten kann man schon die Winterlagerhallen sehen. Auch unser Boot wird in einer dieser schönen Hallen liegen. Die ganze Kade kann man hier zwar ohne Strom liegen, aber es ist ja immer schön. Der eine mag es so, der andere so. Wir fahren jetzt in den Hafen rein. Da vorne ist ein langer Steiger noch. Vor uns Brion, wo unser Boot ins Winterlager gehen wird. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob wir hier einen Liegeplatz bekommen. Hier darf man nicht anlegen. Wenn rot ist, Frank fährt mal vorne rein und schaut mal. Da ist grün. Okay. Da vorne ist auch noch mal ein grüner. Welche Seite ist das dann für uns? Okay, dann gehe ich jetzt darüber. So, wir haben schon mal angelegt. Die Leiter kann man hier nicht gebrauchen. Jetzt trinke ich ein Aperol. Das hat mit dem Werfen geklappt. Beim zweiten Bohr fahr ich drüber. Hier kann man überall liegen, wo grün ist. Auf der Seite sieht man rot. Strom funktioniert. Ein schöner Platz. Und auf der anderen Seite liegen Frank und Claudia. Wunderschön große Plätze mit langem Seitensteiger, gar kein Problem. Und hier haben wir sogar einen Platz zum Grillen nachher. Das neue Innenteil für die Kappe haben wir jetzt auch gleich mal ausprobiert. Das passt jetzt auch. Das heißt, wir sind jetzt für den Herbst gerüstet. Riecht gleich ganz neu. Ja, ein bisschen ausstinken lassen. Juhu. Na, Kaffee trinken auf der Fly. Während der Fahrt nicht so angenehm, aber bei schönem Wetter gibt es nichts Besseres. Da sind die Hallen für den Winter auch, kann man im Wasser liegen. Und ein wunderschöner Blick über den Hafen. Hier liegt man auch total ruhig. Ja, das stimmt. Schöner Hafen. Das ist wirklich schön, finde ich auch. Da ist ein richtiger Gewitterregen, sogar Hagel, kleine Hagelkörner sind dabei. War schon lange nicht mehr erlebt. Boah. Wenn du jetzt fährst. Ja. Boah, aber der Sturm. Boah. Hast du einen Hagelkorn abgekriegt? Ja. Boah. Boah. Ich hoffe, unser Schiff ist dicht. Nach dem Gewitter ist die Sonne wieder draußen. Dem Grillen steht also nichts im Wege. Und ich schaue jetzt mal noch mal beim Hafenmeister vorbei. Nochmal das Hafenmeisterbüro. Da gehen wir einfach den Weg lang Richtung Wasser. Hier ist der Hafen, wo wir liegen. Hier hinter gibt es Plätze in der Halle. Da kann man auch im Winter im Wasser liegen. Und hier ist Frion. Und in einer der beiden Hallen werden wir im Winter liegen. Im vorderen Hafenbereich sind die Stege etwas kleiner, aber da war nur ein Platz frei. Und da sieht man schon Ossenseil, Terrasse. Hier geht's lang. Waschen. Und hier sind die Sanitärräume. Mit Code. Dusche kostet 50 Cent. Aber man kann auf- und zudrehen, die Temperatur einstellen. Das ist top. 2 Duschen, 2 Toiletten. Für den kleinen Hafen ausreichend. Und einmal rum.
Mit dem Kran werden wir hinter rausgekrant. Hier ist gleich Frion. Und hier ist dann das Hafenmeisterbüro. Hallöchen. Und hier vorne gibt es auch noch jede Menge freie Stege. Hier kann man übrigens auch liegen. Hier hat man auch Strom. Und ist direkt am Fahrwasser. Das gibt natürlich gerade am Wochenende viel Hafenkino, Abwasserstation. Und ja, das Risiko hier ist immer, wenn Leute zu schnell kommen, weil sie noch die Brücke bei Grün erwischen wollen, dann gibt es hier schon mal ein bisschen Welle. Und bei Frion sind wir im Winterlager und mit dem Kran geht es dann raus. Viele Schiffe sind hier nicht zum Verkauf. Ich weiß gar nicht, ob die hier gerade noch bauen. Die Hallentore sind so groß, hier können wir auf jeden Fall rein, ohne klappen zu müssen. Jo, wir haben jetzt hier wieder eine Tafel aufgetischt. Der Salat wird gemischt. Schöner Grillabend an Bord der Maxi 2. Heute haben wir Montag und wir sind in Ossenzeil. Und jedes Restaurant, was hier ist, hat heute Ruhetag. Das wussten wir aber schon vorher und deswegen haben wir uns entsprechend präpariert. Genau. Der Grillmeister ist auch da. Ja. Grillen am Steak. Marina hat die Arbeit wieder übernommen und macht heute besonders leckeres Brot und Würste. Ja, das Brot, guck mal, sieht schon gut aus. Ja. Gleich geht's hoch zu Claudi. Und dann machen wir erstmal Vorspeisen essen. Wir fliegen auf die letzte Kreuzung zu. Ganz am Horizont ist die Lindros-Thoma-Schleuse. Und jetzt geht's Richtung Yachthafen. Vor uns der Yachthafen und links dahinter das Neubaugebiet. Hier wurde in den letzten Jahren richtig viel gebaut. Und alles gleich. Wir fliegen weiter den Kanal entlang. Es kommt Ossenzeil mit der Brücke. Links geht noch Stenwijk und geradeaus zur Kahlenberger Gracht. Ja, und das Wassergebiet dahinter ist der Yachthafen De Kluft mit dem Campingplatz. Und dahinter ist ein riesiges Wassersportgebiet für Kanufahrer. Hier lohnt es sich auch mal zu verweilen und dann ein Boot zu mieten. Die Brücke von Ossenzeil, ein kleines Gewerbegebiet mit jede Menge Bootsfirmen. Wir fliegen über Abium Yachts, Frion Yachts zu unserem Yachthafen. Wir liegen hier total geschützt. Dahinter die Wasserhallen, wo man auch ins Hinterlager gehen kann. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Video.